Herzlich willkommen an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Tulln. Mein Name ist Wolf Dietrich, stellvertretender Abteilungsleiter hier auf der Abteilung. Unsere Abteilung betreut nahezu das gesamte Spektrum des Fachs Gynäkologie und Geburtshilfe. Das heißt, dass wir von der gynäkologischen Seite her praktisch das gesamte Spektrum Abklärung, Diagnose, Therapie, sowohl konservative Therapie als auch operative Therapie abdecken. Wir kümmern uns hiermit um den gesamten Formenkreis der gutartigen gynäkologischen Erkrankungen, einschließlich auch der ganzen Inkontinenzabklärung und der Therapie der diversen Inkontinenzformen. Unser Zentrum hier ist auch ein internationales Ausbildungszentrum für bestimmte Beckenbodenoperationen. Bezüglich des onkologischen Bereichs wird bei uns auch die gesamte Abklärung und auch Therapie der diversen gynäkologischen malignen Erkrankungen durchgeführt. Das betrifft die einzelnen gynäkologischen Organsysteme Eierstock, also Ovar, Tuben, Gebärmutter, als auch die Karzinome der Vagina und Vulva. Dazu gibt es bei uns eine onkologische Spezialsprechstunde, wo nach Zuweisung und Vordiagnostik durch den niedergelassenen Bereich die adäquate Therapie geplant wird. Natürlich stehen wir hierbei auch für Zweitmeinungen zur Verfügung. Sollte sich in diesem Fall eine operative Therapie anbieten, wird diese bei uns geplant und kann hier im Haus auch bezüglich aller gynäkologischen Organsysteme, das heißt Ovar, Tuben, Gebärmutter als auch Vagina- und Vulvakarzinom durchgeführt werden. Bei der operativen Therapie können wir aufgrund dessen, dass das Haus eine ICG-Kamera besitzt, das heißt eine Darstellung der Lymphknoten mittels Fluoreszenzmarkierung möglich ist, hier auch eine sehr schonende Therapie anbieten, wobei besonders beim Endometriumkarzinom als auch beim Zervixkarzinom hier laparoskopische Vorgangsweisen ermöglicht wurden. Bezüglich der Geburtshilfe ist unser Haus die drittgrößte Geburtshilfe im Land Niederösterreichs und von den 3 Universitätshäusern bezogen auf die Anzahl der Geburten pro Jahr mit Abstand die größte Abteilung. Es kommen pro Jahr im Schnitt 1000 Kinder hier im Haus auf die Welt. Wir können Geburten ab der begonnenen 29. Schwangerschaftswoche betreuen. Wir sind hier sehr dankbar auf die gute Zusammenarbeit mit der Neonatologie und der Anästhesie im Haus. Bezüglich dieser späten Frühgeburten, da sprechen wir so die Anfang 30. Wochen an, ist unser Haus auch Akzeptanzpartner von Antinataltransporten von kleineren Versorgungsstrukturen in Niederösterreich und auch darüber hinaus. Und in diesem Bereich gehören wir von der Anzahl dieser Geburten an allen Geburten zu den führenden Häusern in ganz Österreich. Eine Abteilung dieser Größe hat natürlich auch Risikoschwangerschaften zu betreuen. Von denen bemühen wir uns, sofern es medizinisch nicht dagegen spricht und es der Wunsch der Patientin ist, auch Risikoschwangerschaften spontan zu entbinden. Sollte sich allerdings hier die Notwendigkeit einer Schnittentbindung ergeben, ist diese selbstverständlich 24 Stunden bei uns im Haus möglich. Sofern es medizinisch vertretbar ist, wird sie nach Möglichkeit auch unter Spinalanästhesie, das heißt bei wacher Patientin, durchgeführt, sodass kurz nach der Kindesentwicklung bereits ein Bonden von Mutter und Kind trotz der Situation der Schnittentbindung möglich ist. Wie Sie ja sehen können, ist Geburtshilfe eine interdisziplinäre Tätigkeit. Das betrifft einerseits die Hebammen, die während der Geburt die ganze Zeit mit der Patientin arbeiten, natürlich auch das ärztliche Personal. Im Falle einer Schnittentbindung kommen noch andere Berufsgruppen hier hinzu, natürlich die Anästhesisten, die Anästhesiepflege und die Kinderärzte. Also mein Name ist Winkler Viktoria, ich bin Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hier in Tulln und habe zu Pandemiezeiten, also im September 2020 generell angefangen noch mit der Basisausbildung. Hatte eigentlich vor, ein anderes Fach zu machen, habe mich aber, weil das Team super nett ist und mich das Fach dann doch überzeugt hat, mich für die Gynäkologie und Geburtshilfe entschieden. Primär ist es natürlich immer so, dass man eher die Geburtshilfe toll findet, weil es süße Babys geben kann. Im Verlauf kommt man aber drauf, dass auch die Gynäkologie sehr, sehr viel zu bieten hat. Die Urogynäkologie und vor allem auch die Onkologie, die mich persönlich sehr interessiert. Und da habe ich auch schon eine Zertifizierung machen dürfen in Deutschland, auch von der LGA eben finanziert netterweise. Und darf jetzt die gynäkologisch-onkologische Ambulanz mit einer anderen Oberärztin gemeinsam führen.
Dadurch, dass wir ein Universitätsklinikum sind, können wir auch Forschung betreiben. Ich habe unter anderem auf der Abteilung meine Diplomarbeit schreiben dürfen. Darin geht es um eine netzgestützte Senkungsoperationsmethode und wie wir sind Patientinnen im Verlauf dann auch geht. Was auch besonders toll ist, ist, dass wir sehr früh als Lehrende tätig sein dürfen und auch somit im Austausch mit den Studentinnen stehen, was jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist. Durch die Lehre bereiten wir uns natürlich noch einmal speziell besser auf die Themen vor, können selber auch noch viel dazulernen und auch im Austausch mit den Oberärztinnen dann eben die Vorträge gestalten. Was ich besonders schön finde und auch sehr schätze bei uns ist, dass, obwohl wir ein Universitätsklinikum sind, trotzdem noch eine Größe haben, in der wir die Patientinnen persönlich betreuen können und wir kennen unsere Patientinnen auch. Also gerade in der Onkologie zum Beispiel kenne ich jede einzelne persönlich, auch wenn ich sie am Gang sehe, dann kommt man ins Gespräch und auch wenn es teilweise natürlich tragische Schicksale sind, bleibt die freundschaftliche und auch ein bisschen lustige Komponente erhalten. Mein Name ist Paula Pribasnik und ich bin Hebamme hier im Universitätsklinikum Tulln. Wir haben hier über 900 Geburten in unseren 3 Kreissälen. Wir arbeiten sehr eng mit der Neonatologie zusammen, das heißt, bei uns sind Geburten ab der 29. Schwangerschaftswoche möglich und auch spontane Zwillingsgeburten. Wir bieten den Frauen, bei denen die Kinder in Beckenendlage oder in Querlage sind, außerdem auch äußere Wendungen an. Das Schönste am Hebamme-Sein ist für mich, die ersten Atemzüge der Kinder mitzuerleben und die Freude dann in den Augen der Eltern zu sehen, wenn sie das Kind im Arm haben.